Ich kann euch sagen, mit Alice zu spielen macht einfach unglaublich viel Spaß. Die Hell Hades Challenge ist jetzt am Ende ihres ersten Monats. Ich bin ganz gut unterwegs und das vor allem durch das Duo, auf das ich mich verlasse. Das möchte ich in dem Video auch vorstellen mit einem kleinen Update, wo ich am Ende des ersten Monats auch stehe. Ich bin Bone. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal rund um die Hell Hades Free-to-Play Challenge 2025. Aber es ist natürlich nicht nur für diejenigen von euch interessant, die der Challenge folgen und einfach mitbekommen möchten, was man in möglichst kurzer Zeit auch erreichen kann, sondern für alle, die im Augenblick anfangen und die Gelegenheit haben, Allies zu haben, die Gelegenheit haben mit einem besonderen Startercode und damit auch mit dem zweiten Champion im Bunde, den ich bei mir benutze. Und ich möchte euch einen Eindruck geben, wie ich es schaffe, mit diesen beiden Champions dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Bei mir ist es Tag 29, bei euch ist es vielleicht später, vielleicht auch am Ende des zweiten Monats. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Jeder hat das eigene Spieltempo und ich habe natürlich auch extrem viel Zeit in die Challenge investiert, aber nur Zeit und kein Geld. Denn ansonsten wäre es ja auch keine Free-to-Play-Challenge. Ich gebe euch einen kurzen Eindruck darüber, wo ich mit dem Account im Augenblick stehe. Ich habe auch noch einiges vor, denn heute Abend, Freitagabend um 21 Uhr ist Stichtag. Was bedeutet es, dass Stichtag ist? Wenn ich mal diese Pop-ups wegklicke und ganz kurz die Webseite aufmache, dann sehen wir, dass es am Ende des ersten, des zweiten und am Ende natürlich des dritten Monats, also wenn diese ganze Challenge vorbei ist, Bonuspunkte gibt in der Rangliste der Hell Hades Challenge. Und zwar bekommt man, na, wo ist es denn? Hier genau, bekommt man für die klassischen Dungeons, also Drache, Feuerritter, Spinne, Eisgolem, den Sandteufel, den Shogun, aber auch die Iron Twins Bonuspunkte. Und zwar gibt es Bonuspunkte, wenn man heute Abend auf Platz 1 ist, wenn man in den Top 10 ist oder natürlich dahinter. Es gibt nur etwas über 50 Creator, also ich schätze mal, dass die letzten paar wenigen dann aus dem Rennen auch schon mit rausgeflogen sind. Die Frage ist also, gibt es 50 Bonuspunkte oder gibt es 25 Bonuspunkte in einer Kategorie? Und natürlich möchte ich in jeder dieser Kategorien in den Top 10 auch sein und dafür muss ich mich auch noch anstrengen. Denn wenn wir einen kleinen Blick auf das Ist werfen, dann sehen wir, hier bei den Iron Twins hatte ich einen sehr, sehr starken Hoffnungsschimmer gestern auf Platz 1. Denn gestern war Seelenaffinität. Fast jeder hat ja auch nur Magie-Champions, auch mit dem Starter-Champion. Und mit 59 Sekunden hatte ich wirklich eine schöne Vorlage. Doch dann kam Lumi und wenn ich mir anschaue, mit welchen Champions, dann wundert mich das natürlich gar nicht, denn zwei der besten Champions für die Iron Twins, also Helicat und Geomant, sorgen wahrscheinlich dafür, dass er diesen ersten Platz dann für die restliche Challenge auch nicht mehr hergibt und entsprechend noch zweimal Bonuspunkte einsammelt. Also 50 heute, 50 nach dem zweiten Monat und am Ende gibt es dann auch nochmal die doppelte Punktzahl. Immerhin, ich glaube, die Top 10 habe ich sicher, das heißt, darüber muss ich mir heute keine Gedanken mehr machen. Ich bin beim Sandteufel zwar Stand jetzt noch auf Platz 4, aber wir werden den Sandteufel auch noch probieren. Beim Shogun bin ich erstmal rausgeflogen, habe ich lang nicht mehr angefasst. Auch da werden wir versuchen, noch möglichst weit zu kommen. Und wenn wir zu den klassischen Dungeons auch mit hochgehen, dann sehen wir, ja, beim Feuerritter habe ich noch eine ganz gute Nasenspitze Vorsprung, einfach auch durch die Zeit. Ich versuche aber auch die Zeit nochmal zu beschleunigen. Vielleicht können wir den Apotheker noch stabiler machen, denn dieser eine Run, der war schon auch mit manueller Interaktion und das hat natürlich Zeit gekostet. Das Team ist an sich perfekt, aber noch viel zu instabil, um sicher auf 20 zu laufen. Eisgolem habe ich lange nicht angefasst, den Drachen habe ich lange nicht angefasst und die Spinne. Also hier gibt es eine Menge zu tun, was ich direkt mache, nachdem wir hier dieses Video auch mit abgedreht haben. Denn beim Video dreht es sich, und jetzt machen wir hier den Browser wieder weg, um die zwei Champions, die im Augenblick mich durch alle Spielebereiche auch durchtragen. Und das sind Alice, das hatte ich im Intro ja auch schon angesprochen, und Ugo. Die zwei, für die ich mich auch entschieden habe, sie sehr schnell auf Stufe 60 zu bringen. Alice war Nummer 2, Ugo war Nummer 3 und ich bin tatsächlich an dem Punkt angelangt, dass ich euch, wenn ihr nicht in diesem super Tempo spielt, sondern wenn ihr ein bisschen mehr Zeit gerade am Anfang habt, euch auch empfehle, als ersten Champion gar nicht mehr unbedingt euren Starter-Champion auf Rang 60 zu bringen als erstes, sondern Alice.
Wozu müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen? Natürlich, ganz klar, ihr müsst Alice erstmal verdienen. Das ist ein Login-Reward, das gibt 7 Tage. Dann 7 Tage später habt ihr die zweite Seele, das ist schon mal ein enormer Vorsprung. Und dann noch mal knapp 2 Wochen später bekommt ihr dann die 5er Seele und die macht sie absolut umwerfend in allen Spielebereichen und das schauen wir uns an. Wie habe ich Alice gebaut? Ich habe sie in verschiedenen anderen Videos auch schon mal gezeigt, deswegen nur ganz kurz. Sie kommt ja auch mit einem Wildset. Ich habe dieses Wildset mit ganz okay Werten noch mitgegeben. Sie hat 3-mal punktgenau, damit sie mehr Genauigkeit und noch mehr Geschwindigkeit hat und kommt damit dann auch auf folgende Werte: 52.000 Leben, 5.000 Angriff, 173 Geschwindigkeit. Das ist so das Einzige, wo ich sage, das ist noch etwas niedrig. Natürlich 100% Crit-Quote, ganz wichtig, mit einem ordentlichen Wert. Crit-Damage schon dazu, 174. Vor allem natürlich durch das Blessing bin ich dahin gekommen und einem guten Genauigkeitswert, der weit höher ist als das, was ich realistisch in den aktuellen Bereichen auch brauche. Aber das hilft mir an jeder Stelle, denn gerade ihre A2, die ist phänomenal. Und um einfach ganz, ganz kurz auf das Kit einzugehen, also die A1 ist zum einen ganz oft ein Triple-Hitter und nicht nur ein Zweifach-Hit, denn wenn sobald einer der Gegner schon mal einen Angriff eingesetzt hat, also der Feuerritter war einmal dran, ist eine Fähigkeit in der Abklingzeit und dann kommt ein Zusatzangriff hier mit raus und dann ist es ein Triple-Hitter. Super stark, unter anderem gegen den Feuerritter, aber auch gegen den Clanboss. Macht gut Schaden, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, auch ohne Bücher, auch Buffs zu reduzieren. Das kann auch bei den Trank-Dungeons helfen. Ganz viele verschiedene Ecken, an denen das helfen kann. Ihr Signature-Skill, meiner Meinung nach, aber gerade für den Anfang des Spiels und für den PvE und auch für den PvP-Bereich, ist der Uhrenzyklon. Der Uhrenzyklon, selbst wenn ungebuckt, hat schon eine 75% Fähigkeit, die Abklingzeit der Fähigkeiten hochzusetzen. Und zwar könnt ihr damit dafür sorgen, dass eure Gegner für eine Runde keine Fähigkeiten einsetzen. Eine Runde, warum? Da steht doch was von 2 Zügen. Ja, natürlich, wenn ein Champion drankommt, wird die Abklingzeit ja vorher um 1 reduziert. Das heißt, wenn es sie um 2 steigert, dann wird nach einer Runde, in der nur die A1 ausgeführt werden können, die Abklingzeit auf 1 sein. Sobald die Champions nochmal dran sind, ist die Abklingzeit wieder unten. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn wir haben zusätzlich mal hier zu dem Rundenmeter-Manipulation, was ja auch noch ganz nett ist, ja diese Passive, die dafür sorgt, wenn ihr einen Gegner tötet, dass auch eine Fähigkeiten-Abklingzeit von euch zurückgesetzt wird. Das ist, wenn ihr damit anfangt, normal auch direkt der Uhrenzyklon. Das heißt, die Gegner stehen noch, ihr könnt einen Uhrenzyklon hinterher schicken und die Abklingzeit weiter unten lassen. Was dann für die härteren Dungeon-Wellen besonders interessant ist, aber auch bei der Arena gegen härtere Gegner, die nicht sofort umfallen, auf jeden Fall auch interessant sein kann. Dann die A3, damit nimmt man 1 bis 2 Gegner dann komplett raus und zwar trifft er extrem hart dieser Königinnen-Tod, ignoriert standardmäßig 20% des Death-Wertes, mit den 25% von dem Wildset ignoriere ich schon 45% des Death-Wertes. Wenn dann noch ein Minus-Defense mit drauf ist, dann fällt der erste Gegner normalerweise direkt um und es wird noch ein Angriff auf den zweiten Gegner passieren, der im Normalfall auch umfällt. Das Ganze auf einen 3 Runden Cooldown ist also auch super schnell wieder da. Und genau dieses Minus-Defense, das ich angesprochen habe, das ist etwas, das bringt mir meine Ugo mit und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die Ugo im Gepäck hat. Ich habe mich ja im Vergleich zu vielen anderen Creatoren dafür entschieden, nicht auf Tagore zu setzen, auch wenn Tagore ein super Champion ist. Er ist bei mir tatsächlich noch auf Rang 4. Ich habe dann den Apotheker gezogen und hatte mir dann überlegt, okay, Apotheker oder Tagore. Aber nachdem mein erster Fokus auf Ugo ging und Ugo, und das ist ein großer Nachteil, einfach sehr, sehr viele Bücher braucht, habe ich alle meine epischen Bücher in Ugo gesteckt und dafür blieben einfach keine Bücher für Tagore mehr übrig. Und da kam mir der Apotheker natürlich extrem recht. Ich habe also gut Geschwindigkeit über den Apotheker bekommen, konnte da meine seltenen Bücher auch mit reinstecken und mich im epischen Bereich 100% auf Ugo konzentrieren. Und das habe ich zu keinem Zeitpunkt bisher bereut. Ugo hat einfach einen super Skill auf der A2. AOE 100% Chance, wenn gebuckt. Death-Verringerer auf alle Gegner zusätzlich noch ein Blocke-Buff. Also 2 extrem gute Debuffs, die man auf die Gegner auch setzt. Das Ganze in einem 3 Runden Cooldown. Und es sorgt schon auch dafür, dass man ganz oft, wenn man ja für die erste Welle noch den ein oder anderen Champion übrig hat, dann genau in die zweite Welle so mit reinkommt,
dass Ugo die A2 bereit hat. Ich hatte das in einem meiner letzten Videos gezeigt, in dem ich auch darüber gesprochen hatte, wie bin ich auf die Punkte gekommen. Ich verlinke euch das Video natürlich auch. Da ging es darum, wie bin ich auf Platz 1 der Challenge gekommen. Und zwar, indem ich die Nightmare-Kampagne auch gespielt habe. Da bin ich auch einmal durch die Nightmare-Kampagne durchgegangen. Da seht ihr das Ganze auch. Aber es ist nicht nur die A2, sondern die A3 bringt ja noch eine Heilung mit. Diese Heilung ist ganz wichtig, weil der Apotheker alleine ja immer nur eine Person heilen kann und ich hier dieses komplette Team heile, und zwar um 20% der Lebenspunkte, die Ugo hat. Also Ugo sollte man mit möglichst vielen Lebenspunkten auch bauen, aber auch dieser Wiederbelebungseffekt, der zwar nicht zuverlässig ist und extrem schwierig einzusetzen, gerade wenn man selbst mit einem Wukong spielt, der zum ungünstigsten Zeitpunkt dann einfach wieder aufsteht und da ist und dann verhindert, dass ich die A3 machen kann. Aber es kam im Verlauf des letzten Monats immer wieder zu der Situation, dass mir diese A3 dann auch den Hals gerettet hat. Und gerade wenn es um die 3 Sterne in der Kampagne geht und man sowieso nur mit 2 Champions reingeht, ist es natürlich perfekt. Denn wenn der zweite Champion stirbt, hat man immer die A3 parat, um den zweiten Champion auch wieder zu beleben. Deswegen ist Ugo einfach ein super Partner in einem Zweierteam, mit denen ihr euch die Belohnungen auch aus der Albtraum-Kampagne mit rausholen könnt. Doch damit hört es nicht nur auf der A1 dieses Entziehen ist eine Grundlage meines aktuellen Clan-Boss-Teams, denn dieses Entziehen sorgt dafür, dass über Kriegsmeister, über Giant Slayer alle meine Champions sich auch wieder hochheilen können. Das funktioniert auch bei anderen Bossen, ist aber natürlich besonders stark beim Clan-Boss und damit sind alle 60er automatisch in so einem Heilungsmodus drin und ich brauche gar nicht so viel Heilung im Team und kann auch auf Tagor verzichten. Und das waren alle so ein bisschen die Gründe, die dafür gesorgt haben, dass ich auf Ugo gegangen bin, statt auf Tagor. Zu was hat es jetzt geführt? Genau dieses Duo. Wir hatten ja schon über die Nightmare-Kampagne gesprochen. Und wenn wir da mal einen kurzen Blick auch mit reinwerfen und ich schalte auf Albtraum, dann sehen wir, dass ich den Heiligen Splitter eingesammelt habe. Ich bin also gestern noch durch die Nightmare-Kampagne durchgegangen, habe alle Sterne eingesammelt und tatsächlich sogar dieses extrem schwierige 12-7, was mich auch auf anderen Accounts in Schwierigkeiten gebracht hat. Da musste ich dann mit Paragon manchmal einen Paragon Cheese machen. Gefühlt war es noch nie so einfach, 12-7 auch abzuschließen. Und zwar habe ich das bereits beim zweiten Versuch geschafft. Alice trifft mit dem Bild, den ihr vorhin gesehen habt, unglaublich hart. Ich habe manuell die ersten 2 Wellen durchgespielt, dass ich auch in der dritten Welle mit allen Fähigkeiten komme. Mortu Macabre, also der Endboss, ist gerade zweimal drangekommen. Da hatte ich ein bisschen Glück natürlich und es gehört einfach dazu, dass er nicht seinen Secret Skill einsetzt und jemanden absolut ins Jenseits auch mit reinschickt. Aber dadurch, dass er nur 2 Treffer abbekommen hat in dieser gesamten Phase, weil Alice so stark trifft, reduziert man natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Passive auch triggert. Das hat auch sehr stark geholfen und mir ist gerade eingefallen, dass ich euch noch gar nicht die Werte meiner Ugo gezeigt habe. Also Ugo ist auch noch nicht ideal gebaut. Ich muss noch einiges an ihr schrauben, vor allem hier mit knapp 50.000 Lebenspunkten nähert sie sich langsam dem Bereich, in dem ich sie gerne hätte. Ich hätte sie gerne eher bei 60.000 Lebenspunkten. Sie hat über 3.000 Verteidigung, 3.300, 225 Geschwindigkeit. Alles andere ist erstmal egal. Sie soll keinen Schaden machen, sie kann keinen Schaden machen und sie macht auch nicht viel Schaden. Aber die Genauigkeit ist dann auch wichtig. Und diese 253, die sind seitdem ich mein Banner angezogen habe, auch möglich. Also das ist das Bild von ihr. Sie hat 4 Teile punktgenau an, 3 reichen eigentlich für die Werte. Das vierte ist mal ganz nett, zum Beispiel, wenn man in den arkanen Dungeon auch mit reingeht. Also gerade dieser punktgenau Buff, das ist ja ein Buff, der nicht entfernt wird durch die Minions, die das sind. Und dadurch, dass ein Buff drauf ist, bekommt sie auch gar nicht so viel Schaden durch den Boss. Das ist so eine kleine lustige Zusatzmechanik. Übrigens, kleine Änderung auch im aktuellen Patch, den man positiv Plarium anerkennen muss. Eine Kleinigkeit, aber einfach super schön. Wenn ich hier in die Werte auch mit reinklicke, dann sehe ich sofort alle Werte und ich muss hier oben nicht zuerst die Reiter wechseln. Und für den Fall, dass ihr zu den neuen Spielern gehört, die genau das gleiche gemacht haben wie ich früher, wenn ihr die Werte sehen wollt, immer auf diese Überschrift zu klicken. Ihr könnt in diesen gesamten Bereich hier reinklicken. Klickt einfach mitten rein und ihr seid bereits bei den Werten. Dann müsst ihr nicht so genau zielen und kommt schneller dahin, wo ihr eigentlich hin wollt. Genau, das ist die Situation, in der ich stehe. Ugo und Alice, das ist ein absolutes Traumteam. Diese 2 haben mich durch die Albtraum-Kampagne gebracht. An Tag 29, also gestern an Tag 28, habe ich damit die Albtraum-Kampagne abgeschlossen
und auch einige weitere Splitter mit eingesammelt. Es haben sich jetzt 100 grüne, ein blauer, 5 der lila Splitter, ein roter und ein gelber. Wie bin ich zu diesen neuen roten gekommen? Da kamen ein paar Fragmente aus der letzten Belagerung hinzu, denn wenn wir noch mal kurz zu den Schlachtbericht gehen, doch, man kann es im Schlachtbericht noch ganz kurz sehen. Mein letztes Video ging ja um das Thema PvP und ich habe auch diese lustige Situation beschrieben, dass wir genau gegen den anderen Creator-Clan gelost worden sind. Und hier seht ihr das Ergebnis. Wir haben gewonnen. Es war wirklich knapp. Also wir haben 37 Teams besiegt und die Gegner haben sogar 38 Teams besiegt. Also sie haben einen erfolgreichen Kampf mehr, aber sie haben ihre Kämpfe dann an weniger zentralen Punkten, also gerade an den Magietürmen gewonnen und die geben ja auch nochmal Punkte. Wir haben also etwas mehr Punkte gesammelt, damit haben wir auch diese Siegestruhe bekommen und in dieser Siegestruhe waren auch 25 dieser Fragmente mit drin. Damit habe ich wieder einen roten Splitter und ich werde morgen die Splitter ziehen. Das Ganze natürlich auch in einem Video für euch. Das ist sozusagen dann der zweite Teil zu dem jetzigen Video, der dann zum einen aus dem Pull besteht und zum anderen werfen wir dann einen Blick darauf, wie weit bin ich bei diesen Dungeons gekommen. Denn in diesen Dungeons tragen mich natürlich Alice und Ugo auch weiter. Ein bisschen ergänzt durch die anderen 60er, die ich habe. Also inzwischen ist ja Coldheart mit dabei und Ruella und Apotheker. Das sind so die drei wichtigsten. Und Kael ist wirklich ganz oft auf der Ersatzbank. Ich habe ihn jetzt ein wenig umgebaut. Es hat natürlich Silber gekostet durch das Umbauen der Items. Bin damit ein bisschen schneller geworden. Er ist jetzt auf 195 Geschwindigkeit. Ich bin vor allem ein bisschen stabiler geworden. Also von knapp 1800 Defense ist er jetzt auf 2500 Defense gegangen. Und er hat auch noch ein bisschen mehr Lebenspunkte bekommen. Warum habe ich das gemacht? Vor allem für den Drachen. Also für den Drachen war mir das ganz wichtig, denn im Augenblick haben wir hier ja auch ein besonderes Turnier laufen und zwar der Drachenwettbewerb, bei dem man nur mit bestimmten Fraktionen auch mit reingehen kann. Und ich möchte hier noch auf die Teetassenpunkte. Ihr seht, ich bin ganz okay unterwegs. Ich muss noch ein bisschen Energie auch mit reinstecken. Warum mache ich das? Ich bin bei dem Teeparty Titanereignis bei 760. Mir fehlen also nur 240, bis ich an dem Katzenauge bin. Und das Katzenauge würde Alice natürlich nochmal viel, viel stärker machen. Den Schaden am Clanboss erhöhen, an der Chimäre erhöhen. Bei Hydra mich auch endlich dahin bringen, dass ich die unterste Kiste auch bekomme und anfangen kann, Mitrala-Fragmente, Stone Skin und auch Schutz-Items zu bekommen. Warum mache ich die Splitter morgen auf und nicht heute, um die Frage vielleicht auch noch zu beantworten? Wir sind ja mit unseren monatlichen Quests am Ende. Also ich habe jetzt hier noch ein paar zum Einsammeln. Das heißt, morgen kommt nochmal ein lilaner und morgen kommt nochmal ein heiliger Splitter dazu. Deswegen dieses ganze Thema Splitter, das machen wir morgen. Was ich jetzt zum Abschluss des Videos noch mache, zum einen bitte ich euch, wenn euch dieses Video gefällt, wenn euch die anderen Videos auf dem Kanal gefallen, natürlich lasst euer Like da, wenn ihr neu seid oder einfach noch nicht abonniert, weil ich weiß, dass ganz viele regelmäßige Zuschauer noch nicht auf Abonnieren geklickt haben. Dann lasst auch gerne das Abo da, aber tatsächlich ist es mir wichtiger, als dass ihr das Abo da lasst, dass ihr einfach die Videos schaut und dass ihr aus den Videos Spaß mitnehmt, dass ihr etwas lernt und einfach Freude habt, meine Videos zu schauen. Aber wenn das der Fall ist, dann könnt ihr eigentlich auch abonnieren. Dann bekommt ihr wahrscheinlicher mit, wenn neue Videos entstehen. Und wenn ihr es sicher mitbekommen wollt, dann klickt doch noch auf die Glocke, auf die Benachrichtigungen. Dann seid ihr absolut unabhängig von YouTube-Algorithmus, ob euch dieses Video auch angezeigt wird. Denn ich bringe ja regelmäßig Videos auch raus. Normalerweise Sonntag oder Montag kommt mein Kickstart-Video der Woche. Zu jeder Fusion, und da könnt ihr nächsten Montag wahrscheinlich damit rechnen, gibt es einen Blick auf den Fusionsplan. Wir werden im Detail einen Blick auf den Fusionsplan werfen, denn am Montag startet ja die neue Fusion. Also bereitet euch schon mal gedanklich drauf vor. Es kann wie immer sein, dass die Fusion zwar formell am Montag beginnt, aber der Dungeon-Taucher erst wieder am Dienstag. Also das ist so eine kleine Vorhersage, weil es einfach sehr oft schon so war. Das heißt, ihr könnt euch am Montag noch ein bisschen entspannen und am Dienstag startet ihr dann mit dem Dungeon-Taucher auch richtig durch. Gerade wenn ihr jetzt übers Wochenende noch ein bisschen Energie gespart habt. Ich werde heute definitiv keine Energie sparen, ganz im Gegenteil. Ich sammle jetzt alle Belohnungen ein, die ich hier noch einsammeln kann, damit wir jetzt die restlichen Stunden bis heute Abend um 21 Uhr in den verschiedenen Dungeons richtig ordentlich Progress machen. Dann nehme ich euch mal ganz kurz mit, denn ich bin auch hier bei den Herausforderungen gestern in diese Ausstattung reingegangen. Das letzte Mal Feuerritter hat mir zum Glück auch genug Regenerationsset gebracht.
Ich bekomme also noch mehr Energie hier. Ich bekomme das epische Buch, habe sogar eine Kategorie weniger. Und mein nächster Champion auf Rang 6 wird auch wahrscheinlich sowieso ein Kraft-Champion mit Aaox. Und dann bekomme ich hier nochmal ein legendäres Buch. Es war auch so bei den Turnieren der letzten Zeit hier, der königliche Wutwettbewerb, den habe ich natürlich auch bis zu diesen Teetassenpunkten spielen müssen. Bin am 9. Platz abgeschlossen, auch nochmal 150 Energie. Bei der Champion-Jagd hatte ich mir Morik aus den Plarium-Punkten auch schon geholt. Die ersten 250 Punkte sind damit am Start. Auch nochmal 100 Energie, mit denen ich jetzt dann loslegen kann. Oh, da habe ich noch einen roten Punkt vergessen. Wo steckt der? Hier unten beim Champion-Trainingswettbewerb. Den habe ich gewonnen. Und zwar habe ich mich noch hochgekämpft, um zumindest diese Vierer-Seele auch mit einzuheimsen. Ja, ich habe das Grinsekätzchen nicht auf dem Account, aber schaut euch das an. Legendäres 6 Sterne Relentless Gear und auch 25 Teile der legendären Masken. Ein kurzer Blick, damit bin ich bei 50. Da werde ich, glaube ich, heute Abend im Stream dann auch nochmal diese Relikte craften. Heute Abend, Freitagabend übrigens, ein bisschen später, wahrscheinlich so um 21 Uhr, könnt ihr mich auf Twitch erleben. Das heißt, schaltet gerne ein. Dann schauen wir uns den Account natürlich an. Und wenn wir mit dem Account durch sind, noch das ein oder andere. Wenn ihr Splitter aufgemacht haben möchtet für die aktuelle Splitter-Aktion, also zweifach auf leere Splitter, dann lasst es mich doch auf Discord auch wissen. Und wir können heute Abend auch wieder einen schönen gemeinsamen Shardpool gemeinsam feiern, gemeinsam zittern, abstimmen und hoffentlich auch feiern, wenn wir ein paar tolle, tolle Champions ziehen. Das Fusionsaufwärmereignis hat ja gestartet, auch hier steckt wieder ein bisschen Energie drin. Wir sammeln einfach alles mal ein, weil wir in den Dungeons Progress machen müssen, weil ich genau noch diese Teetassenpunkte auch aus dem Drachen 16, denn genau das kann ich durch den Umbau von Kael farmen. Wenn wir hier mal kurz reingehen, kann ich euch das zeigen. In diesem Team gehe ich im Augenblick auf den Drachen 16 und sammle noch diese Teetassenpunkte mit ein. Aber davon abgesehen bin ich bisher noch nicht weiter als 17 und wir wissen, Hell Hades ist auf H3. NAP ist auf H1 und die meisten sind schon in diesem unteren Bereich. Also meine Zielsetzung ist es auf jeden Fall, bis 24 zu kommen. Danach gerade die rote Affinität auf 25 stelle ich mir schwierig vor. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Aber mein Ziel ist 24. Das seht ihr im Video morgen, wenn ich dann ein Update mache, wie das ausgegangen ist, wie ich diese Energie, und wir sehen 784 Energie haben sich angesammelt, wie sich das so ergibt. Classic Arena, lasst uns mal einen ganz kurzen Refresh machen. Habe ich leider Pech gehabt. Wir sind gut unterwegs. Bei den Aufgaben, ihr seht, ich muss einen Elementbonus auf Stufe 7 auch aufwerten. Im großen Saal 648 Punkte. Mir fehlen nur noch 52 Punkte. Das sind also 13 Kämpfe. Das hoffe ich natürlich heute noch zu erreichen. Was bringt mir das? Das bringt mir auf jeden Fall noch mehr Energie. Und angenommen, ich habe diese anderen Ziele schon erreicht. Also ich habe meine Teetassenpunkte aus dem Drachen-Event erreicht. Ich habe bei den Dungeons mich entsprechend so hoch gebracht, wie ich mich auch hochbringen kann. Dann können wir auch, und das ist dann etwas, was wir heute im Stream machen können, nach 21 Uhr, dann die restliche Energie in den arkanen Burgfried jagen. Wir brauchen dann leider sehr viel Silber, um diese gigantischen Tränke auch zusammenzuspielen. Also zum einen brauchen wir mittlere Tränke, sehr viele, und dann brauchen wir auch nochmal 1 Million Silber. Und ihr seht, ich bin super abgebrannt. Also das Hauptproblem meines Accounts ist das Silber. Dann haben wir aber wieder Zeit. Der Seelenburgfried macht, glaube ich, erst am Montag wieder auf. Genau, macht am Montag auf. Das heißt, bis dahin kann ich sowieso mit den Aufgaben nicht weitermachen und ich kann ein bisschen Energie sparen für die Events, die dann am Montag starten. Ja, soweit zu dem Update-Video des heutigen Tages. Oh, wir haben noch einen roten Punkt bei den Pässen. Sammeln wir auch ein. Noch ein bisschen Schmiedematerial. Wunderbar. Drückt mir die Daumen, dass ich bei den Ranglisten noch möglichst weit hochkomme. Wo ich gelandet bin, das könnt ihr als allererstes heute Abend im Stream sehen. Ansonsten morgen im Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit Raid. Viel Spaß im Leben. Ciao, ciao. Euer Bo.